Nachhaltigkeit ist für mich ein Grundprinzip, nicht nur im Garten, sondern auch im Haus, zum Beispiel mit einer ökologischen Heizung. Ich bin Karl Floberger, bin Journalist, aber begeisterter Hobbygärtner. Vor genau 32 Jahren haben wir hier gebaut und es gab keine Alternative, es gab eine Ölheizung. Und das war für mich eigentlich von Grund auf immer ein Problem. Ich wollte sie eigentlich nicht, aber es gab keine andere Möglichkeit. Und deswegen haben wir immer gesucht, haben dann schon eine Solaranlage einmal gebaut. Das war schon der erste Schritt. Und letztlich haben wir uns dann entschieden, eine Pelletsheizung zu bauen und sind mit der sehr, sehr glücklich und zufrieden. Für mich ist Holz eigentlich der Baustoff schlechthin. Mein Vater war Tischlermeister und deswegen war bei mir alles, was irgendwie geht, aus Holz. Auch eine Kachelofenheizung habe ich zum Beispiel gehabt, das war sozusagen der erste Schritt. Und als es darum ging, endlich die Ölheizung zu ersetzen, gab es für mich eigentlich keine Alternative. Ich habe gesagt, nein, ich will eine Pelletsheizung, ich will das, was bei uns quasi in der Umgebung wächst, verheizen und damit für einen ökologischen und vor allem gesunden, unter Anführungszeichen, Brennstoff sorgen. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Begonnen hat alles mit der Zusammenarbeit mit den Solariern. Mit denen haben wir schon eine Solaranlage gemacht, also eine thermische Warmwasserbereitung. Und die Beratung von den Solariern war großartig und es funktioniert alles bestens. Die Errichtung der Pelletsanlage ist praktisch über Nacht passiert. Freitag wurde der Öltank entfernt. Das ging innerhalb von wenigen Stunden, wir haben so Plastiköltanks gehabt. Dann übers Wochenende gab es dann einen Kanister, wo die Ölheizung noch betrieben wurde. Montag in der Früh wurde die Ölheizung abgebaut und am Abend lief die Pelletsheizung. Und das ist etwas, was mich auch überzeugt hat, dass das so schnell geht und so perfekt funktioniert. Und das war wirklich Topleistung von allen miteinander. Was mich am meisten freut, dass wir eigentlich jetzt für die Zukunft gerüstet sind. Wir haben eine Solaranlage für Warmwasser, dann haben wir eine Photovoltaikanlage für die Stromerzeugung, haben einen Stromspeicher und eine nachhaltige Pelletsanlage mit einem Speicher, also mit einem Tank von Pellets. Eigentlich kann uns nichts mehr passieren. Im Februar 2025 ist die Heizung installiert worden und seither läuft sie ohne Probleme. Was mich am meisten begeistert, man kauft 7 Tonnen Pellets und dann bleibt über ein bisschen mehr als wie eine kleine Lade Asche. Also etwas, was wirklich toll ist und die Wärme, die ist wunderbar. Ein wichtiger Tipp vom Biogärtner, die Asche, die da zurückbleibt, das ist ja ganz, ganz wenig, wenn man sich vorstellt, wie sehr das komprimiert wird, die sollte man eigentlich nicht für den Kompost verwenden. Da sind zu viele Schwermetalle, zu viele Schadstoffe drinnen, das ist Restmüll. Die Asche zum Beispiel vom Kachelofen, die kann man verwenden, aber auch in Maßen. Nicht zu viel, denn es wäre sofort ein Übermaß zum Beispiel an Kali.